Hallo, schön, dass du das Video anschaust. In dem Video zeige ich euch, wie ich meinen Xenon-Brenner gewechselt habe, da ich beim Vorgänger ganze 280 € bezahlt habe, plus Mehrwertsteuer, dachte ich, vielleicht versuchst du es diesmal selber. So, ich fange auf jeden Fall auf der linken Seite an. Ich hätte das Auto auch aufbocken können oder das Rad demontieren oder was auch immer. Ich habe gesehen, dass man das nicht machen muss und wollte auch ausprobieren, ob das machbar ist. Die Wartungsklappe für den Austausch des Brenners befindet sich in den Radkästen. Hier ist eine große Schraube, das ist ein T25er. Ja, da ist mir auch direkt der Nuppel abgebrochen. VW und meine Dummheit. Dann gibt es noch eine Wartungsklappe. Die ist durch 2 Schrauben befestigt. Einmal links, einmal rechts unten. Hier seht ihr die Schraube. Das ist eine T20. Die ist handfest angezogen. Die könnt ihr einfach so lösen. Und sie solltet ihr auch so wieder anziehen. Nachdem ihr die beiden Schrauben gelöst habt, könnt ihr die Plastikabdeckung entfernen. Dazu zieht ihr unten etwas, das nach unten, genau, und dann etwas nach rechts, um nach vorne rauszuholen. So, nun kommen wir an den Brenner dran. Als erstes müssen wir unten den Stecker ziehen, dazu links auf den Stecker draufdrücken. Dort ist ein Taster zum Lösen des Steckers. Und dann entfernen wir den Brenner, indem wir den nach links auf 10 Uhr drehen. Dann können wir ihn rausnehmen. Um einen neuen Brenner anzubringen, müsst ihr beim alten Brenner diesen Ring abmachen. Der hat auch hier an der Stelle einen Nupsi, der muss dann auch in die Einkerbung rein, wenn das festmacht. Ansonsten wird er nicht sauber arretiert. Also genau auf diesen Nupsi hier achten. So, ist jetzt fixiert. Und jetzt der neue Brenner wieder rein. Bitte seid vorsichtig, also mit viel Gefühl rein. So, dann auf 10 Uhr rein und dann auf 12 Uhr wieder festdrehen und dann das Kabel unten wieder rein. Dann die Plastikabdeckung wieder drauf. Kann ich jetzt schon sagen, das wird eine Fummelarbeit. Ihr müsst erstmal oben die Klappe einhaken und dann nach unten. Ich glaube, das hat ungefähr 70% meiner Zeit beim Ein- und Ausbauen gemacht. Ich habe mich da sehr, sehr ungeschickt angestellt. Dann die beiden Schrauben wieder rein. Ich drehe die immer erstmal mit der Hand fest, damit die mir nicht hinten runterfallen und habe sie dann letztendlich wieder mit einem Bit-Aufsatz festgezogen. Zieht die am besten nur handfest ab. Dann die Klammer für die Wartungsklappe. Wartungsklappe einhängen und mit dem T25 halt hier festziehen. Das war es eigentlich schon. Das Ganze natürlich nochmal auf der anderen Seite. War toll. So, wie man sieht, Ergebnis. Auf beiden Seiten wieder ein schönes Xenon-Licht. Ja, sieht gut aus. Und ist deutlich heller als vorher. Vor allem etwas blauer, als ich es vorher hatte. Noch 2, 3 Sätze zu dem ganzen Umbau. Als erstes, ich verfluche den Verantwortlichen von dieser Wartungsklappe. Also wie kann man das so klein machen? Wieder VW-typisch etliche Plastikdinger, die beim Angucken schon kaputt gehen. Ja, also Rechtshänder sollten auf jeden Fall auf der linken Seite anfangen, weil man ansonsten wirklich das Gefühl hat, hätte man 2 linke Hände, wenn man das dann zum ersten Mal macht. Als Rechtshänder habe ich auf der rechten Seite echt Schwierigkeiten mit meiner linken Hand das alles zu ertasten und zu erlernen, wäre dann, glaube ich, für mich, hätte ich aufgegeben.
Ihr werdet es sehr wahrscheinlich selbst erfahren. Auf jeden Fall müsst ihr aufpassen beim Lösen der Schrauben, dass euch der Bittaufsatz oder die Schrauben halt nicht nach innen reinfallen, weil ansonsten müsst ihr unten nämlich die Radverkleidung lösen. Die Plastikabdeckung hinter dieser Wartungsklappe. Keine Ahnung, ich habe mich wohl echt dumm angestellt. Ich habe damit gekämpft, bis die sauber aufgesetzt habe. Ich habe sie reingehangen, ich habe sie auch sauber angesetzt, ich habe sie ertastet. Sie war im Prinzip richtig, aber doch nicht wirklich, sodass ich wirklich viel rumgefummelt habe. Ich hoffe, wenn ihr sowas macht, ihr habt deutlich mehr Glück. So, ich habe jetzt insgesamt für den Wechsel, glaube ich, auf beiden Seiten eine Stunde Zeit verbrannt. Das hat damit zu tun, wie gesagt, einmal wegen der Plastikabdeckung. Ob ich das jetzt nochmal machen würde, ehrlich gesagt, 200 €. Das ist, auch wenn man verzweifelt, echt ein guter Stundenlohn. Ja, mache ich. Trotz Kratzer, Finger, Verzweiflung, das ist der Stundenlohn mir wert, es selber zu tun. Ich wollte es euch zeigen und meine Erfahrung damit mal kundtun, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Umbau oder bei der Reparatur.